welch eine Augenweide. Ja, es ist nicht nur die Farbe, es ist, glaube ich, auch so dieses, weiß nicht, so diese Form, die einem sagt, bring mich ins Gelände, so ein kleines bisschen. Ja, das Ransom E-Ride 920, 29 Zoll in der Version 2021 und wir haben eben mal kurz nachgeguckt, 128 Kilogramm ist das zulässige Gesamtgewicht. Das heißt, du dürftest gerade so drauf, oder? Hier ist Nico Ockenfels. Ich dürfte schon noch drauf. Du sprichst vom Systemgewicht. Ja. 128 Kilo. Das Bike selber hat ein Gewicht von 24,7, roundabout 25. Also heißt, von der Rechnung her darfst du jetzt 105 Kilo wiegen, um dieses Fahrzeug bewegen zu dürfen. Ja, 5.499 €, ein voll gefedertes Fahrrad, ein sogenanntes Fully. Stimmt das? Ja, es ist ein vollgefedertes Rad. Ich muss mich korrigieren, es waren 103 Kilo. Nicht, dass einer nachher sagt, ich könnte nicht rechnen. Also, Ransom E-Ride. Ransom kennt der ein oder andere Scott-Fan durchaus. Das Ransom ist ja ein Modell, was es vor einigen Jahren schon gab. Im letzten Jahr bzw. vorletztes Jahr neu wieder auf den Markt gekommen ist unter diesem Namen. Das Ransom steht ganz klar für ein Rad in Richtung Enduro-Bereich. Ohne Motor hat das Rad 170 mm Federweg und in dieser Variante als E-Bike 180 mm. Es ergänzt die Modelle E-Strike mit 140 und E-Genius mit 150 mm Federweg. Heißt also, Scott hat hier noch ein Rad oben drauf gesetzt, um dieses Gerät halt auch wirklich mal im Bikepark oder ähnliches einzusetzen. Der Durchmesser hier von der Gabel, ist das so eine? Bei der ZEP haben wir 38 mm, ähnlich wie bei der Fox auch, also auch komplett neues Produkt im Modelljahr 2021. Auch RockShox vielen auch schon bekannt oder kennt man natürlich als Gabelhersteller, Dämpferhersteller, ist ein Produkt, was zum einen wichtig ist für den Markt, weil gerade diese Räder in diesen Dimensionen halt auch Gabeln brauchen, die steif genug einfach sind. Und wir gehen dort konsequent bei allen Herstellern, ob es jetzt wie gesagt die Fox 38 ist oder die ZEP von RockShox, konsequent in diesen Bereich, damit auch das Ganze, ja, ich will jetzt mal so sagen, die Gabel auch nicht so schwindlig aussieht im Verhältnis zur Rahmendimension, die wir da haben. Schwarz ist fast Understatement für die Gabel, die ja wirklich toll ist, aber du hast mir das beim letzten Mal schon erzählt, dass die Gabelherstellern den großen Fahrradherstellern anbieten, das Ganze zu personalisieren, was die Farben angeht. Das hat man hier gemacht. Steht dem Fahrrad wirklich gut. Also es passt alles zusammen. Jetzt werden ja viele sagen, naja, die meisten, die jetzt im Wald unterwegs sind, das sind ja keine Leute, die richtig Fahrrad fahren können, sondern die machen das aus Spaß. Aber es geht auch darum, oder? Ja klar geht es um Spaß. Das ist ganz klar ein Spaßprodukt. Also ich sehe mich auch ganz klar als Verkäufer von Spaßprodukten, egal in welcher Form. Ob es jetzt nur das Fahrzeug ist, was ich in dem Sinn nutze, um in den Supermarkt zu fahren, oder wie das Gerät hier, wo ich durch den Bikepark hämmer und statt mit dem Lift selber halt den Berg hochfahre. Aber wenn ich es jetzt geil finde und sage, ich will das Teil haben und ich bin jetzt nicht der Bikepark-Fahrer, sondern will damit einfach nur an der Saar lang fahren, du würdest ihm das auch verkaufen? Ja, in den jetzigen Zeiten sieht man das vermehrt, also durchaus viel Federweg und auf asphaltierter Strecke unterwegs. Aber das macht ja nichts, oder? Nein, das macht nichts. Also jeder kann ja selber entscheiden, für was er sein Geld ausgibt, und schlussendlich ist das für manch einen natürlich halt auch Urlaub, weil in den durfte er jetzt aktuell nicht fahren. Aber nochmal zu dem Rad. Hier geht es ganz klar darum, um diese grundlegende E-Ride-Familie abzuschließen oder, sage ich mal, abzurunden. Wir haben ein Rad, was vom Einsatzzweck her wirklich fürs grobe Terrain gemacht ist und natürlich aber auch klar, ganz klar auch nur auf Asphalt bewegt werden kann. Ob das jetzt die Dimensionen der Gabel ist, ob das jetzt der Dämpfer ist, den du hier siehst, mit dem Ausgleichsbehälter. Also Fox, hier ist es einfach so, dass wir in dem Fall
Fall ein Top-Fahrwerk haben. Es gibt bei den Ransom-Modelle 2 Modelle. Das, was wir hier zeigen, ist das E-Ride 920 und obendrauf gibt es noch das E-Ride 910. Das hätte ich heute gerne noch gezeigt gehabt. Das sind jetzt die ersten Räder, die wir überhaupt bekommen haben. Aber das 910er hat quasi schon der Kunde drauf gewartet und dem wollte ich das Rad jetzt auch nicht vorenthalten. Der ist nämlich gestern ganz happy und mit ganz strahlenden Augen hier rausgegangen. Der Vorname vom Kunden? Ich glaube Patrick. Patrick, also wenn ich dich persönlich sehe, du hast mein Lieblingsstück fürs Filmen entwendet, ja. Wenn ich dich zu fassen kriege, nee, aber Spaß beiseite. Ist so, wenn die Leute drauf warten und jetzt haben wir Februar, wenn du da mal rausguckst, es regnet, trotzdem fahren die Leute raus. Also es ist nicht kalt genug, oder? Ja, also was heißt nicht kalt genug? Also du kannst auch bei kalten Temperaturen fahren. Ich finde es auch gut, wenn es Minusgrade sind, vielleicht noch eine Schneedecke. Letztes Mal habe ich selber die Kinder mit dem Schlitten gezogen, mit dem E-Bike. Also das macht halt auch Spaß. Und hier haben wir jetzt ein Rad, also generell aus der Scott-Familie immer Bosch-Antriebe verbaut. Du hast es gerade ja schon gezeigt. Der stärkste Motor von Bosch, sprich der Performance CX. Seit diesem Jahr oder seit dem Modelljahr 2021 dann auch mit 85 Newtonmeter per Software-Update oder halt in der klassischen 75 Newtonmeter Variante für einfach dann halt mehr Reichweite. Es gibt weitere kleine Änderungen, die Bosch vorgenommen hat, um den Antrieb oder beziehungsweise den Motor noch besser zu machen, und das etabliert sich immer mehr und gerade auch jetzt in der Verbindung mit dem großen Akku, das ist auch klar in der Preislage, 625 Wattstunden. Beim Display geht man hier ganz puristisch dran, also wir haben kein Kiox oder Neon oder ähnliches, das Purion ist gewollt. Ich sehe es eigentlich auch als richtig an oder als konsequent an, um ja, mit dem Bike will ich es wirklich die Abfahrt oder ähnliches, und dann brauche ich nicht auf einem Display rundherum zu handeln. Da ist das hier mit den grundlegenden Funktionen, also die verschiedenen Modi oder auch dann das Untermenü mit Tagesstrecke, Gesamtstrecke und Reichweite absolut mehr als ausreichend für meine Verhältnisse. Akku ist original Bosch? Ja. Wir haben einen Original Bosch-Akku, also da ist es auch so, das muss auch so sein. Shimano lässt es zu, beispielsweise bei den Husqvarnas haben wir das ja, wo wir einen anderen Akkuhersteller drin haben mit 630 Wattstunden dann. Aber im Falle von Bosch ist die Regel, bitte den Original-Akku verwenden. Range Extender möglich? Ja, Range Extender ist möglich. Das heißt also, wir haben hier die Aufnahme, beziehungsweise ich muss gerade überlegen, ich glaube, es ist bei dem Modell aufgrund des Biggie Packs nicht möglich. Nee, die Aufnahme an sich fehlt. Range Extender müsste ich noch mal klären, könnten wir dann noch mit einblenden. Rein technisch wäre es machbar. Weil unten ist nämlich schon die Öffnung. Der Biggie Pack, glaube ich, ist das störende Element, wo es nachher nicht funktionieren würde. Okay, also am besten nochmal nachfragen. Wenn du mal kurz erklärst, was ist ein Range Extender? Range Extender ist die Möglichkeit, also zu dem klassischen 625 Wattstunden, kann auch ein 500 Wattstunden Akku sein, einen aufgesetzten Akku zu verwenden. Zusätzlich. Einen zusätzlichen Akku zu verwenden, um mehr Reichweite zu generieren. Heißt also 625 plus 500 wären wir bei 1125 Wattstunden, und das ist schon eine Menge Holz. Sehr schön. Ja, die Bremsanlage absoluter Haben, 4 Kolben Shimano, so ziemlich das Beste in der Preiskasse, was es gibt. Ja gut, jetzt wird der ein oder andere sagen, da ist ja jetzt nur eine, ich glaube, eine 520er drauf. Ja, es gibt noch bessere, aber man muss natürlich immer ein bisschen abwägen auch. Ich sage auch ganz klar, was die Funktionalität des Bikes halt an sich angeht, die Möglichkeiten vom Rad an sich sind extrem groß. Wir haben bei dem Modell im Vergleich zu den klassischen Rädern keine Möglichkeit des Lockouts. Das gibt einfach das Rad nicht her. Wir wissen ja, alle Scott-Räder haben die sogenannte Twin-Lock-Technologie. 3 verschiedene Modi, offen, mittlerer Modi und komplett geschlossen. Das ist bei dem Modell hier anders, weil einfach in der Dimension, bei 180 mm Federweg, habe ich keine Lockout-Funktion bei den Gabeln. Das ist einfach nicht vorgesehen. Und deswegen kommt der Range Extender nicht zum Tragen. Aber man löst das Ganze hier drüber, dass man zum Beispiel schön integriert den Hebel macht für die absenkbare Stütze. Sag mal. Das war einmal mal absenkbare Stütze, sehr toll, gerade bergab fahren. Genau. Ich kann das Gewicht nach hinten verlagern.
Richtig, ich komme jetzt deutlich weiter nach hinten, ich komme viel einfacher wieder nach vorne, ich bleibe nicht irgendwie am Sattel oder ähnliches hängen. Ich kann es natürlich auch dafür nutzen, um angenehmer aufzusteigen. Ja? Thema Hüfte oder ähnliches. Den Winkel bekomme ich einfach nicht mehr hin zum Draufsteigen, kann man das auch gerne nutzen. Oder der Sohn fährt mal schnell mit. Oder der Sohn fährt mal schnell mit. Wir nutzen es gern zur Probefahrt, um die Sattelhöhe anzupassen. Ne? Also auch das für uns ist eine Vereinfachung im Verkauf. Nachher wird natürlich die Sattelstütze genauso angepasst, wie es sein sollte, um auch den maximalen Hub natürlich zu verwenden. Wenn jetzt einer sagt, die Farbe ist mir zu kampfträchtig, martialisch, oliv, NATO-grün, was es nicht ist, gibt es eine andere Farbe? Nein, beide Ransom-Modelle immer nur in einer Farbe, sprich das 29er in diesem Grünfarbton. Ich glaube, das NATO wäre noch ein bisschen dunkler vom Grün her. Das 910er ist in schwarz, komplett matt, mit so einem Camouflage-Look drauf. So, also gibt es nur in der Farbe, dafür gibt es nächstes Jahr dann eine andere Farbe. Wahrscheinlich, die Gabeln sind alle EMTB zertifiziert und die Dämpfer. Es wird dargestellt auch durch den Aufkleber bei RockShox, damit die Gabel wirklich auch E-Bike tauglich ist. Das spielt halt schon eine große Rolle. Meinem E-Bike vergessen halt viele, komm, ich mache mal schnell einen anderen Vorbau, anderen Lenker etc. drauf. Es muss zugelassen sein. Wir haben das auch gern mit Reifen. Ich habe noch einen Reifen im Keller, den mache ich da schnell drauf. Ein E-Bike hat einen anderen Anspruch. Ne? Hier geht es wirklich um die Tragfähigkeit oder auch um die gesamte Karkasse. Das muss hochwertiger sein. Ist wie bei einem Reifen auch. Bei einem Reifen, der, keine Ahnung, 21, 22 Zoll hat, der wird jetzt nicht begrenzt durch 150 km/h, weil ich tendenziell schon weiß, dass es auf Fahrzeugen drauf, die deutlich schneller unterwegs sind. So, Schaltung. Ja, hier haben wir eine SRAM 12-Gang, absolut State of the Art, in dem Fall jetzt mit der NX. Ich komme jetzt vielleicht nochmal so auf den Punkt hinaus, es wird oftmals gerne kritisiert, Mensch, für das Geld bekomme ich bei Cube schon viel, viel mehr Ausstattung, ich kriege Kashima, ich kriege eine hochwertige SRAM-Gruppe, ich kriege eine XT-Gruppe oder ähnliches. Ja, mag alles durchaus sein, aber das Rad, so wie es hier steht, von der Entwicklung her, von den Möglichkeiten, von dem Handling, so wie das Bike sich fährt, muss man einfach sagen, die Entwicklung hat halt Geld gekostet. Und ich kann jetzt nicht dann sagen, ich kriege jetzt das High-End zum gleichen Preis wie jetzt, sage ich mal, ein Produkt, was einfacher ist. Das ist im Automobil genauso. Wenn ich Porsche fahren will, dann muss ich halt mehr Geld ausgeben. Ich kann auch Skoda fahren, das geht auch, gar kein Problem. Aber es ist halt einfach mal ein Unterschied. Und ist das jetzt ein Skoda oder ein Porsche? Das ist schon ein Porsche. Ja, das ist schon Porsche. Also das ist wirklich, Scott hat sich auch auf die Fahne geschrieben, wirklich hochwertige Produkte zu machen. Gut, Skoda ist ja auch nicht schlecht. Skoda ist nicht schlecht, das will ich auch gar nicht damit sagen. Aber es gibt Unterschiede einfach. Ne? Das macht es halt einfach aus. Und ich sehe es halt auch wirklich so, wenn ich die Räder fahre, von ihren Fahreigenschaften, wie wohl ich mich auf dem Produkt dann halt auch fühle. Das ist zum Teil auch sehr subjektiv. Aber es macht schon nochmal einen Unterschied. Und für mich fährt sich auch ein Scott halt, wie gesagt, ganz anders wie eine andere Marke irgendwo. Also ich will nur aufpassen, weil du hast ja Fahrräder in allen Preisklassen. Also du hast auch für Leute, die sagen, hey, ich will nur von A nach B fahren, brauche ich alles nicht. Das hier richtet sich ja schon an eine gewisse Zielgruppe, die sagt, ich will auch mal ein Fahrrad haben, was vielleicht auch nicht jeder fährt. Ich will die Option offen haben, dass ich überall hinfahren kann. Das ist hier der Fall. Systemgewicht, leer. Über was sprechen wir nochmal? Hier vorne steht es. Also das Gewicht des Rades 24,7 und Systemgewicht liegt bei 128 Kilo. 128 Kilo heißt, quasi, wenn ich mich auf die Waage fahrbereit stelle, darf es nicht mehr wie 128 Kilo haben. Wir haben schon drüber gesprochen, da geht natürlich noch mehr drauf, aber es ist zumindest mal dafür zertifiziert. Und so sieht es aus. Ja, vielen Dank, Nico Ockenfels. Hier ist es, das Ransom E-Ride 920, 29 Zoll in der Variante 2021. Hier haben Sie alle technischen Daten nochmal. Ja, wir werden jetzt neuerdings auch Kapitel bilden. Da haben wir eine eigene Kapiteleinheit da und dann werden wir Ihnen auch nochmal die technischen Daten jeweils in Kapitel zeigen auf YouTube. Ansonsten gehen Sie auf YouTube German Television, dort finden Sie das Video
Und gerne auch ein Like da lassen, insbesondere für Nico Ockenfels, der das wirklich toll macht und vollkommen uneigennützig diese Fahrräder erklärt. Nein, du bist Fahrradhändler, verkaufst die, hast 2 stationäre Standorte, 30 Mitarbeiter und hast einen ganz tollen Versandhandel. Da kann man alle Fahrräder auf Lager sehen. Also wirklich nicht die erst kommen, sondern die da sind. Die da sind, genau. Also klar gibt es auch zukünftige Liefertermine, aber in diesem Jahr ist halt einfach alles anders. Zukünftige Termine reden wir jetzt und wir haben Anfang Februar, durchaus dann schon von Juli, August. Oder in dem Falle jetzt bei einem Ransom, das Produkt ist komplett ausverkauft. Das heißt, ich kann nur das verkaufen, was ich auch geplant habe. Das 910er, eins der ersten, ist jetzt schon weg. Das 920er ist jetzt noch frei. Wir warten jetzt aber gerade noch auf die Rahmengröße M, die auch wiederum schon verkauft ist. Also, aber bitte anrufen. Also das heißt, was heißt anrufen? Also im aktuellen Fall muss ich wirklich sagen, wenn der Kunde sagt, ich hätte das Rad gerne, kann ich nur empfehlen, relativ schnell zu klicken, es online zu bestellen. Alles Weitere können wir immer noch im Nachgang besprechen. Aber wir wissen aus den letzten Wochen oder auch Monaten, dass die Nachfrage einfach groß ist. Und ich spreche jetzt nicht nur von einem Ransom, ich spreche, egal ob es ein Kinderfahrrad ist oder ob es ein Einstiegs-E-Bike ist, ob es ein normales Mountainbike für 600 € ist. Im Modelljahr 21 ist das Thema Verfügbarkeit ein ganz wichtiger Faktor. Und wir werden einige Räder nicht liefern können, weil sie einfach nicht mehr bestellbar sind oder ähnliches. Und das heißt, derjenige, der mit dem Gedanken spielt, sich für dieses Jahr ein Rad zu nehmen, kann ich nur empfehlen, auch wenn das nicht bei uns bestellt, kauft oder ähnliches, nicht zu warten. Ich zeige nochmal kurz ein Logo. wecycle.de, dort findet man das Ganze einmal in St. Wendel. Das ist im nördlichen Saarland, im Bundesland Saarland. Und dann haben wir noch ein zweites Ladengeschäft in der Nähe von Saarbrücken in Riegelsberg, Ortsausgang Richtung Heusweiler, Nähe Kaufland. Ja, vielen Dank, Nico. 2. Februar 2021 und hier steht es. Ja, das Ransom E-Ride 920, 29 Zoll, Modelljahr 2021. Tschüss, Nico. Ciao, Sven.